Der Bruno Gröning Freundeskreis ist eine der größten international tätigen Vereinigungen zur Heilung auf dem geistigen Weg. Hilfreich und wertvoll empfinden Menschen die Lehre Bruno Grönings. Viele haben sich diesem Freundeskreis angeschlossen. Seine Lehre hat auf der ganzen Erde unendlich viel Gutes bewirkt und ist aktueller denn je. Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler, ich stehe für den Bruno Gröning Freundeskreis. Bruno Gröning war zu seinen Lebzeiten ein Pionier. Sein Thema: Heilung auf dem geistigen Weg. Er hatte das Wissen über die geistigen Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Krankheit. Diese gab er damals in Form von Glaubensvorträgen an die Menschen weiter. Er sprach darüber, dass die göttliche Kraft, der Heilstrom, wie er sie nannte, von jedem Menschen aufgenommen werden und Heilung bewirken kann. Jeder trägt die Verantwortung für sein Denken, Sprechen und Handeln sowie die daraus resultierenden Konsequenzen, sowohl die guten als auch die schlechten. Dies war ihm wichtig hervorzuheben. Nach der furchtbaren Zeit der beiden Weltkriege hat Bruno Gröning durch seine Taten das Vertrauen und den Glauben an eine höhere Macht bei vielen Menschen wieder erweckt. So hat auch damals meine Mutter den Glauben an Gott wiedergefunden. Die Mauern falscher Ansichten und die Grenzen aus Vorurteilen konnten so überwunden werden. Ich möchte Ihnen hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Das Phänomen Bruno Gröning zeigen, den Sie auch in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal sehen können. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand, er war sich seiner Sendung bewusst. Das gab ihm die Stärke und die Ausstrahlung. Er hatte nicht viel, er hat schon einiges geredet. Aber das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war: An Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Alles andere ist zu viel der Worte, verstehen Sie? Das ist das Fundament seines Wirkens geworden. Ich bin nicht dazu da, große Reden zu halten, sondern zu helfen und Heilung zu vermitteln. Denken Sie nicht an Ihre Leiden. Beobachten Sie Ihren Körper. Stellen Sie sich die Frage: Was geht in meinem Körper vor? Verspüren Sie, dass durch Ihren Körper etwas durchgeht, was Sie noch nie verspürt haben. Ich gebe Ihnen zu wissen, dass Sie alle nur Kinder Gottes sind. Der alleinige Arzt, der Arzt aller Menschen, ist und bleibt unser Herrgott. Nur er kann helfen, hilft aber nur dem Menschen, der den Weg zu ihm gefunden hat. Oder aber, der bereit ist, den Weg anzutreten, den Glauben in sich aufzunehmen und mit ihm zu leben. Sie brauchen nicht an den kleinen Gröning zu glauben, aber Vertrauen müssen Sie mir entgegenbringen und dem Herrgott für seine große Tat, für seine große Macht, für seine Herrlichkeit danken. Nicht ich will den Dank. Und somit wünsche ich Ihnen allen, wie Sie hier stehen, die beste Gesundheit. Werfen Sie die Krankheit weg und nehmen Sie die Gesundheit auf. Dies geschieht im Namen Gottes. Das beste und das größte Geschenk in diesem Erdenleben ist nicht Reichtum, nicht das Geld, sondern die Gesundheit. Ich rufe Sie zur Ordnung. Ich will, dass Sie ein gesundes, ein gutes Leben führen, wie Gott es bestimmt hat. Und dass Sie sich mit diesem Unhold, mit dem Bösen nicht mehr abgeben, auch nicht mit ihm abfinden. Nein, ihn von sich weisen. Damals, vor über 70 Jahren, war das spirituelle Wissen für die meisten Menschen Neuland. Heute kann man feststellen, dass es eine verwirrende Vielfalt in diesem Bereich gibt. Begriffe wie Glaube, Religion, Esoterik, Spiritualität oder Mystik gehen oft ineinander über. Grenzwissenschaftler haben ihre jeweiligen Betätigungsfelder entdeckt und forschen auf dem Gebiet des Paranormalen, des Übersinnlichen. Zahllose Fachkongresse, Esoterikmessen, Meditationskurse, Yogaschulen, Seminare etc. etc. Sie laden die Menschen alle ein, übersinnliche Erfahrungen zu machen, zeigen aber auch die ständige Suche nach einem tieferen Sinn des Lebens auf, der im Materialismus offensichtlich nicht gefunden werden konnte. Der Zusammenhang
zwischen dem Glauben an eine höhere Macht, eine positive Kraft, an Gott oder wie auch immer Sie es nennen wollen, und einem gesunden Körper, einem erfolgreichen, glücklichen Leben ist mittlerweile nachgewiesen. Doch es ist nicht so einfach, diese Erkenntnis in das tägliche Leben zu integrieren und dauerhaft positiv zu denken und zu handeln. Daher gründete Bruno Gröning schon damals sogenannte Gemeinschaften. In ihnen kommen auch heute die Freunde des Bruno Gröning Freundeskreises regelmäßig zusammen, um mehr über seine Lehre zu erfahren, sich auszutauschen und gemeinsam die Heilkraft aufzunehmen. Der Bruno Gröning Freundeskreis führt sein Werk so fort, wie Bruno Gröning es sich zu seinen Lebzeiten gewünscht hat. Heute sind über 75.000 Freunde aus mehr als 130 Ländern in ca. 3.000 Gemeinschaften aktiv. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Klare Worte von Bruno Gröning. Seine Botschaft, seine Lehre richtet sich an alle Menschen. Die Hautfarbe, Religion, die Nation oder auch die Weltanschauung dieser Personen spielen keine Rolle. Ich kenne ja nun inzwischen sehr viele Worte von Bruno Grönings oder die meisten Vorträge von ihm. Und da hat mich beruhigt, dass er gesagt hat, bleiben Sie doch in Ihrer Religion. Gehen Sie in die Gotteshäuser Ihrer Religion, Ihrer Konfession. Da finde ich immer gut, dass Bruno Gröning da auch selbst schon die Wegesrichtung vorgegeben hat, wie er selbst gesagt hat, ich will keine neue Religion schaffen. Ich bin für alle Menschen da, egal welcher Religion, Nation. Und sogar gesagt hat, er möchte, dass die Menschen wieder gläubig in ihren Religionen, in ihren Kirchen eben den Glauben leben. Also genau das Gegenteil von dem, was man als Abgrenzung bezeichnet, hat Bruno Gröning hier ganz klar als Wegesrichtung vorgegeben. Seine Lehre ist nach wie vor brandaktuell. Wir haben Kernsätze, ja man kann sagen Lebensweisheiten, die er in seinen Vorträgen weitergegeben hat, aufgeschrieben und geben diese an Interessierte und Hilfesuchende weiter. Und das mit großem Erfolg. Die Menschen, die sich diesem Freundeskreis angeschlossen haben, empfinden die Lehre Bruno Grönings für sich als hilfreich, wertvoll und wenden sie an. Neben der Weitergabe des geistigen Wissens hat Bruno Gröning den Menschen auch erklärt, wie sie den Heilstrom in sich aufnehmen können. Dieser Heilstrom, verbunden mit einer positiven, gottbezogenen Ausrichtung und Lebensführung, kann Hilfen und Heilungen bewirken. Weit über 10.000 aufgeschriebene Heilungsberichte bestätigen dies. In unserem Archiv sammeln sich laufend neue dokumentierte Heilungsberichte. Zum großen Teil sind diese mit dem Verstand einfach nicht zu erfassen, doch sie wurden von Medizinern bestätigt. Es ist Wahrheit, so wie es Bruno Gröning selbst sagte. Je mehr sie das Gute in sich aufnehmen, desto wohler werden sie sich fühlen, desto eher wird die Ordnung in ihrem Körper zustande kommen. In der nächsten Folge werde ich Ihnen die Aufnahme der geistigen Heilkraft erläutern und Menschen zu Wort kommen lassen, die auf diesem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings die Heilung erfahren haben. Ich freue mich darauf, Sie dann wieder hier auf unserem Kanal begrüßen zu können und wünsche Ihnen bis dahin von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Ihr Dieter Häusler.